Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender wieder mit dabei seid. Wir sind bei Nummer 18 und hinter Nummer 18 versteckt sich eine ganz leckere Bratapfel-Biskuitrolle. Viel Spaß! Wir brauchen einen Biskuitboden, dafür braucht ihr 6 Eiweiß, eine Prise Salz, 120 Gramm Zucker, 6 Eigelbe, 90 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver und einen Teelöffel Bratapfelgewürz von Just Spice oder einen Teelöffel Zimt. Dann für die Bratapfelfüllung 350 Gramm Äpfel, Boskop ist am besten, 85 Gramm Zucker, 50 Milliliter Apfelsaft oder Apfellikör, einen Esslöffel Butter und hier auch einen Esslöffel Bratapfelgewürz von Just Spice oder Zimt, dann 30 Gramm gehackte Mandeln und eine Handvoll in Rum eingelegte Rosinen. Wer keine alkoholisierten Rosinen mag, sage ich jetzt mal, muss sie nicht einlegen. Also ihr könnt auch ganz normale Rosinen nehmen. Dann für die Sahnefüllung braucht ihr 400 Milliliter Sahne, 2 Päckchen Vanillezucker und ein Päckchen Sahnesteif. Bevor wir loslegen, möchte ich euch das Bratapfel-Mixgewürz von Just Spice zeigen. Da ist alles drin, was ein Bratapfelgeschmack braucht. Wenn ihr das haben wollt, unten in der Infobox findet ihr einen Link, da könnt ihr es dann kaufen. Ja, dann legen wir jetzt mal mit dem Biskuitboden los. Ihr gebt das Eiweiß, das sollte übrigens Zimmertemperatur haben, mit einer Prise Salz in eine Schüssel und da wird das Ganze aufgeschlagen. Und zwar so lange, bis sich die Masse verdoppelt und so richtig schön schneeweiß ist. So wie hier. Da lasst ihr jetzt einfach den Zucker mit hineinrieseln und dann nochmal so 2-3 Minuten aufschlagen. Dann wird es Zeit für die Eigelbe, die kommen einfach einzeln mit hinein. Das Ganze darf jetzt so gute 5 Minuten aufschlagen. So sah das Ganze dann aus. Perfekt. Jetzt kommen die Trockenzutaten dazu. Einfach einen Sieb darüber legen. Da kommt dann das Mehl hinein, das Backpulver und dann das Gewürz. Also ich hatte den Bratapfelmixgewürz. Ihr könnt aber auch einen Teelöffel Zimt nehmen. Wichtig beim Biskuitteig ist immer das Mehl sieben, dass es richtig schön fein wird. Manchmal vielleicht sogar zweimal durchsieben. Und das muss man jetzt ganz vorsichtig unterheben. Also stochert nicht drin rum, schlagt auch nicht drin rum, sonst bricht euch der Teig wieder zusammen. Dann war die ganze Aufschlagerei mit der Küchenmaschine umsonst und der wird dann nicht so schön fluffig. So sieht's aus. Dann braucht ihr ein Backblech, euer Backblech vom Ofen. Da gebt ihr ein Backpapier drauf und da kommt jetzt der ganze Teig hinein. Den dann noch schön gleichmäßig auf das ganze Backblech verstreichen. Der Biskuitboden darf jetzt so gute 20 Minuten backen. In dieser Zeit richtet ihr euch ein Geschirrtuch her, ein sauberes natürlich, da gibt ihr ein bisschen Zucker drauf, das dient dazu, dass dann später der Teig, also besser gesagt der Biskuitteppich, da drauf nicht kleben bleibt. Und der kommt da auch heiß drauf. Also es geht ganz einfach, der bleibt so schön kleben am Backpapier, den könnt ihr wunderbar vom Backblech nehmen und aufs Tuch legen. Jetzt müssen wir das Backpapier Vorsicht entfernen. Dazu nimmt ihr ein bisschen kaltes Wasser und pinselt das Backpapier ein. So lässt sich das Backpapier leichter lösen. Und jetzt vorsichtig abziehen. Nicht zu schnell, also nicht mit einem Riss runter, sondern wirklich lasst euch Zeit und vorsichtig runterziehen. Wenn an der Seite ein bisschen was hängen bleibt, das macht gar nichts, das schneidet man später sowieso weg. Und das war wieder so ein toller Biskuitboden. Das ist übrigens mein Grundrezept von meinem Biskuitboden. Da gibt es schon einige Videos dazu. Also der ist einfach mega genial und so fluffig und auch schön hoch. Also das erinnert mich wirklich an einen Teppich. Der wird jetzt heiß eingewickelt und zwar samt dem Geschirrtuch. Die Rolle lassen wir jetzt komplett auskühlen. Die Äpfel müssen wir schälen,
entkernen und ziemlich klein würfeln, so wie hier. Dann braucht ihr einen Topf. Jetzt geht es nämlich an die Bratapfelfüllung, die ist auch ganz einfach. Da kommt jetzt der Zucker hinein und der Apfelsaft. Ich hatte hier jetzt meinen selbstgemachten Apfellikör, diesen Goldrauschlikör. Da gibt es übrigens auch ein Video davon. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Das darf jetzt aufkochen und zwar so lange, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Und dann kommt die Butter mit hinein. Die muss ebenfalls zerlaufen. Hier nochmal das Gewürz dazu. Also das ist wirklich genial. Ich kann es euch echt empfehlen, wenn ihr Bratapfelgeschmack mögt, ist dieses Gewürz wunderbar geeignet. Das kommt da jetzt einfach mit hinein, das Ganze umrühren, die Butter natürlich weiter schmelzen lassen. Und wenn dann das Gewürz sich aufgelöst hat und die Butter ebenfalls, kommen meine eingelegten Rosinen dazu. Die habe ich in Rum eingelegt. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ihr könnt auch ganz normale Rosinen nehmen, also die müssen nicht eingelegt sein. Dann noch die Äpfel dazu. Das Ganze verrühren und dann braucht ihr noch die gehackten Mandeln. Übrigens, das habe ich jetzt ganz vergessen, ich habe die ein bisschen angeröstet, dass der Mandelgeschmack ein bisschen besser rauskommt. Die kommen dann damit hinein, verrühren. Ihr könnt statt Mandeln auch Haselnüsse nehmen, Walnüsse oder wenn ihr eine Nussallergie habt, das lese ich auch öfters, lasst sie einfach weg. Das ist einfach nur so zum Geschmack und das ist so typisch halt für Bratapfel. Das Ganze darf jetzt 20 bis 25 Minuten einkochen. Da kommt erst sehr viel Saft und mit der Zeit, je länger das kocht, umso weniger Saft ist dann drin. Also es verkocht dann und dann ist es perfekt. Zum Abkühlen gebe ich meine Apfelmasse in eine andere Schüssel und habe sie dann raus auf die Terrasse gestellt, weil da war es so richtig schön kalt. Ansonsten einfach an einen kühlen Ort, nicht in den Kühlschrank, aber stellt es irgendwo hin, wo es kalt ist und lasst es auskühlen. Hier habe ich jetzt meine Sahne. Ich habe das jetzt nicht gefilmt. Ich glaube, ihr wisst, wie man Sahne steif schlägt. Das habe ich schon so oft gemacht in den Videos. Einfach die Sahne in eine Schüssel geben, Vanillezucker dazu, Sahne steif und dann einfach steif schlagen. Die Sahne ist steif, wenn ihr den Becher umdrehen könnt, ohne dass die Sahne rausfällt. Dann hole ich meinen Biskuit, oder besser gesagt, dann hole ich meine Biskuitrolle. Die ist jetzt unterdessen ausgekühlt. Das liebe ich an Biskuitrollen, das geht so unheimlich schnell. Maximal eine Stunde, wenn überhaupt, und dann ist dieser Teppich ausgekühlt. Und bevor es er wieder einrollt, kontrolliert, ob es vom Geschirr durchlösen könnt. Und schaut mal, wie ich mit dem Teig umgehe, mit dem Biskuitboden. Den kannst du so toll nehmen, ohne dass der reißt. Also wirklich, das ist echt genial. Jetzt gebe ich meine komplette Sahne drauf. Wer später noch als Verzierung Tuffs drauf haben möchte, nimmt so 3-4 Esslöffel weg. Ich wollte das nicht, deswegen kommt die ganze Sahne auf meine Biskuitrolle und am Rand immer so einen halben Zentimeter Platz lassen. Dann kommt die Apfelfüllung. Da habe ich jetzt echt überlegt, verteile ich es jetzt auf die ganze Biskuitrolle oder lege ich das mehr in die Mitte? Ich wollte es dann mehr in die Mitte, das geht ganz einfach. Die Bratapfelmasse einfach am Anfang der Biskuitrolle entlang verteilen. Aber ihr könnt es auch auf den kompletten Biskuitboden verteilen und dann ist halt die Bratapfelfüllung überall. Und dann vorsichtig, ich habe es erst versucht mit dem Tuch, aber irgendwie wollte das nicht so. Habe es dann ohne Tuch gemacht, ist genauso gegangen. Dieser Biskuitteig ist sehr strapazierfähig. Habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Schön feste einrollen. Und dann habe ich meine Biskuitrolle noch mal eine Stunde in den Kühlschrank, damit die Sahne noch eine Chance hat, ein bisschen fester zu werden. Zum Schluss die Verzierung, da habe ich es mir ganz einfach gemacht. Ich habe einfach bloß Puderzucker darüber und habe dann nachgeschaut, was ich noch so daheim habe. Ich wollte jetzt nichts mehr Neues kaufen. Ich hatte noch so süße, kleine Schokoladen, nicht Weihnachtsmänner, das waren Schneemänner von Nikolaus. Und die habe ich dann oben drauf gelegt. Aber ihr könnt auch Tuffs drauflegen, ihr könnt Zimtsterne würden sich auch gut machen. Meine sind leider schon weg. Wollte ich eigentlich erst drauf machen, aber wie ich nachschauen wollte, ob ich noch Zimtsterne habe, nein, weg. Dann habe ich sie hier kurz angeschnitten, damit sie auf meine Platte passt. Also es sieht schon richtig toll aus. Und hier sind dann die Schokoladenschneemänner. Die hätten sich vielleicht auf die Tuffs auch ganz süß gemacht, aber ich wollte keine Sahne mehr drauf haben. Ja, und dann war eine ganz, ganz leckere Bratapfel-Biskuitrolle fertig. Also ich empfehle es euch wirklich auch mit diesem Gewürz. Das ist so genial. Das
Das ist sowas Weihnachtliches. Also so schmeckt Weihnachten. So stelle ich mir Weihnachten vor. Und diese Biskuitrolle mit diesem Biskuitteig, himmlisch, weich und fluffig. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.